Als Säugling braucht es Ihnen keiner zu sagen, dass Sie Ihren Körper Nahrung zuzuführen haben. Es braucht Ihnen auch niemand zu sagen, es kann Ihnen auch keiner sagen, denn Sie verstehen den alteingesessenen Erdbürger hier nicht, dass Ihre Mutter ist. Haben Sie auch nicht verstanden, Sie haben gar nichts gewusst. Aber eines wussten Sie, wozu der Mund da war, und dass Sie Ihren Körper Nahrung zuzuführen. Das, meine lieben Freunde, müsste Sie alle zu denken geben. Es hat Ihnen niemand was gesagt. Das ist das schönste und beste und größte Zeichen dafür, dass der Mensch von Gott alles mit erhalten hat. Und wenn er immer so ein kleines Kindchen bleibt und wirklich nur das tut, was er zu tun hat, sich um seinen Körper zu sorgen, wundervoll. Und dass er eigene Erfahrungen sammelt und dass er da dann auch zu seinen Nächsten gehen kann, wie es auch hier Albert Schweitzer heute ist. Und es gibt so viele andere, unsere Mitmenschen auch noch, nur nicht zu viel von diesen Größen, die das Gleiche tun, die diese ihre Erfahrungen den Menschen mit übergeben, indem sie ihnen immer wieder sagen, was sie zu tun haben, dass sie das tun, was sie sich selbst schuldig sind und dass aus diesem Erdenleben eine Lehre ziehen sollen. Ich bin erstaunt, was der Freund Riedinger hier von unserem Freund Albert Schweitzer gesagt hat. Das habe ich noch nirgends gelesen, noch nie gehört. Und gerade deswegen, weil ich es heute hören durfte, wie schön und wie gut es doch ist, dass Freund Riedinger das aufgefangen, hier festgelegt und uns mit auf den Weg gegeben hat. Ich darf nicht nur von mich selbst sprechen, ich darf nicht für mich sprechen, sondern ich muss für Sie sprechen. Ich darf nicht von meinem Körper sprechen, ich muss von Ihrem Körper sprechen. Denn Ihnen geht's an. Und gerade hier, meine lieben Freunde, liegt so etwas Großes. Ist es nicht wundervoll, wie Sie das erste Mal hier Aufnahmen dieser Ihrer Gemeinschaft gefunden, dass Sie so ein sonderbares Gefühl wahrgenommen hatten und dass Sie da dann auch den Glauben in sich aufgenommen, jetzt wird die Ordnung. Sie werden gesagt haben, jetzt werde ich gesund. Und ich sage, jetzt kommt die Ordnung in Ihrem Körper zustande, denn er hat Kraft gebraucht. Wie viel Kraft, wie viel Energien Sie täglich verbrauchen, darüber sind Sie sich noch nicht im Klaren. Jeden Gedanken, den Sie aufnehmen, dazu brauchen Sie sehr viel Energie, um überhaupt nur einen Gedanken aufnehmen zu können. Es ist dem gleich, wenn ich Sie jetzt für einen kleinen Moment mit einem Radiogerät vergleiche. Da brauchen Sie, weil das Gerät auf 220 Volt eingestellt ist, brauchen Sie diese Stromspanne, diese Stromstärke, um damit das Gerät, das heißt, dieses technische Wunder in der Lage ist, die Sendewelle, die Welle des Senders, die der Sender drahtlos aussendet, aufnehmen zu können. Da beim Sender ein Stückchen Draht und beim Empfänger ein Stückchen Draht. Und der Zwischenraum kann noch so groß sein. Wenn Sie das Gerät auf die Wellenlänge eingestellt haben, werden Sie die Sendewelle in Ihrem Gerät aufnehmen. Es wird Ihnen wiedergegeben über den Lautsprecher. Nun, meine lieben Freunde, das müsste Ihnen doch schon sehr zu denken geben, wie das möglich ist. Nun vergleichen wir uns aber nicht mit einem technischen Wunder, das heißt, wir können uns vergleichen, damit Sie die Lehre daraus ziehen. Werden Sie doch das, was Sie in Wirklichkeit in Wahrheit sind, kein technisches Wunder, sondern ein göttliches Wunder. Erst recht kann der Mensch die Sendung Gottes in sich aufnehmen. Und zwar sendet Gott auf einer bestimmten Wellenlänge, auf der Sie sich einzustellen haben.
Ich gebe Ihnen einen weiteren Vergleich dafür. Wenn Sie über Ihr Gerät, sagen wir, den Sender Amerikas hören wollen, so wird Ihnen das hier nicht möglich sein. Wenn ich jetzt fragen würde, wer hat die Sendewelle direkt empfangen? Wer kann Ja sagen? Ich sage, das kann keiner. Wer da Ja sagt, der wusste gar nicht, dass die Sendung Amerikas hier von einem deutschen Sender übernommen und sie dadurch in der Lage waren, diese aufgenommene Sendung vom deutschen Sender zu empfangen. Aber so sind die Geräte hier noch nicht geschaffen. Es gibt schon einzelne wenige Menschen, die die ganze Welt abhören können. Das heißt, die ein Gerät besitzen, wo sie ihr Gerät, das eine bestimmte Stärke mit Verstärkungen in sich hat, das in der Lage ist, alle Sendewellen aufzunehmen. Aber das haben Sie nicht im Haus. Wenn Sie Ja sagen, dann sage ich, da sind Sie im Irrtum. Nun werden Sie hier verstehen, der Hauptsender, sagen wir, ist in Amerika. Und damit Sie in der Lage sind, auch die Sendung des Senders Amerikas aufzunehmen, muss diese Sendung über einen deutschen Sender, der dazwischen liegt, aufgenommen und weiter gesendet werden. Und dann sind Sie in der Lage, es aufzunehmen. So ist auch hier der Weg von Gott zu den Erdkriechern, nenne ich sie mal so, Erdbürger, der sie hier sind, ist sehr weit. Sie verfügen noch nicht über die Energien, dass sie in der Lage sind, weil sie ihren Körper noch nicht voll genützt, weil sie noch nicht erkannt haben, dass auch in ihm die Verstärkung ist, dass sie in der Lage sind, die Sendung Gottes direkt aufzunehmen. Dazu bin ich hier, Sie dazu zu bewegen, dass Sie später auch in der Lage sein werden, die Sendung direkt zu empfangen. Heute wird in diese Sendung übermittelt. Da bin ich dazwischen, da bin ich der Erdsender, der weiter nichts hier zu tun hat, als die Sendung so aufzunehmen, und ich kann sie nicht anders weitergeben, als so ich sie empfange. Und Sie können nichts anderes empfangen, so Sie sich auf diese Sendewelle eingeschaltet haben, werden Sie diese Sendewelle auch empfangen. Sie werden nicht enttäuscht sein darüber. Genau wie Sie hier nicht enttäuscht sein werden, so ein technisches Wunder, das Sie gestern wie heute hier gesehen, Sie hören weiter nichts und wissen gar nicht, dass der Ton hier aufgenommen wird. Und dieses Tonband, das hier sich laufend dreht, so ich hier spreche, wird der Ton aufgenommen. Und so wahrheitsgetreu ich hier spreche, so wahrheitsgetreu, so ehrlich ist dieses technische Wunder, nimmt all das auf und gibt es uns so wieder. Es kann nicht verfälscht werden, es sei dann, wenn hier der Nachbar kommt und gibt ein paar Worte hier mit dazu, dann sind die auch mit oben. Ist aber schon eine Störung dabei. Wir wollen aber eine reine, eine klare Sendung haben, einen klaren Empfang haben. Und dazu ist die Ruhe notwendig. Die Ruhe so, wie Sie sie jetzt bewahren, das ist möglich. Und so auch Sie das Gute wollen. Das heißt, dass ich die Verbindung für Sie herstelle, dass Sie die Direktsendung empfangen. Aber dazu müssen Sie erst aufgeladen werden. Dazu brauchen Sie erst genügend Energien, bis Sie selbst dazu übergehen können. Und diese Verbindung oder diese Sendung können Sie über den Erdsender aufnehmen. Das Gleiche kann auch mit Ihnen und durch Sie geschehen, wie es hier geschieht. Das ist hier meine Aufgabe. Das ist hier meine Mission. Es werden nicht Hunderte, noch gar Tausende Menschen sein. So viel Sender, so viel Erdsender braucht Gott nicht. Aber dass hier und dort einer ist, der das leicht ermittelt
wo er selbst schwächer ist und diese weite Sendung nicht so in sich aufnehmen kann. Und so muss ich wieder zu einem Gleichnis übergehen. Wenn Sie nur ein kleines Radiogerät haben, dann wird es Ihnen nicht möglich sein, die Sendungen Hamburgs aufzunehmen. Dem Hamburger, wenn er da selbst das Gerät hat, ist nicht möglich, dass er die Sendung von hier aufnimmt. Das Gerät ist zu schwach, zieht nicht, hat nicht die Stärke in sich. Wenn man zu diesem Gerät zusätzlich einen Verstärker einbaut, dann ist gut. Aber bei uns, in unserem Körper, braucht man keinen Verstärker einzubauen, den haben wir. Sie, meine lieben Freunde, haben ihn nur nicht genützt. Sie haben von dem all noch nichts gewusst. Also ich glaube, mit diesem Gleichnis ist Ihnen das verständlicher geworden, wie das nur möglich ist, und nicht alle können das werden. Nicht alle können so umgeschaltet, umgearbeitet werden, das heißt so vollwertig werden, dass auch Sie zu einem Sender werden. Beweise hierfür muss ich nicht liefern. Denn all das, was ich tue, in diesem Tun sind die Beweise. Ich selbst halte es nicht mal für notwendig, wie ich gestern sagte, die Behörden anzugehen. Und doch muss ich etwas mehr tun, weil sie wirklich auch dahingehend nicht helfen können. Sie haben das noch nicht in sich. Also muss ich das für Sie erstmal tun. Aber so ich, Freunden, die Wahrheit gesagt und Sie das von mir Gesagte auch als Wahrheit empfunden, dass Sie als Wahrheit empfunden auch am eigenen Körper, sodass Sie hernach, so Sie die Wahrheit wahrgenommen, dieses Wahre so beherzigt, sodass Sie hernach auch sagen, das ist ein wunderbares Gefühl. Ich könnte auch heute hier von einzelnen Freunden so vieles aufzählen, wie sie die Ordnung in ihrem Körper wieder zurückerlangt haben. Ich weiß, dass Menschen in dem Glauben leben, ich selbst persönlich, was Sie unter persönlich verstehen, müsste immer dabei sein. Das ist falsch, Freunde.